Ich bin gerade in dem Endspurt meiner Doktorarbeit an der Uni Köln. Ich forsche an Hornhauttransplantaten und genauer gesagt daran, warum die abgestoßen werden. Bei Hornhaut, da kann man an eklige Füße denken, aber in meiner Forschung geht es um die äußerste Schicht unseres Auges. Diese ist unglaublich wichtig für unser Sehen. Warum, lässt sich leicht erklären. Jetzt könnt ihr mich gerade gut sehen und das liegt daran, dass die Linse der Kamera, die mich filmt, heil und durchsichtig ist. Wenn ich aber jetzt das hier mache, dann seht ihr nichts mehr. Was ich jetzt mit dem Knüppel gemacht habe, machen normalerweise Krankheiten oder Verletzungen im Auge. Jetzt braucht man eine Transplantation, die die kaputte mit einer gesunden Hornhaut wieder austauscht. Tada! Sehen geht jetzt wieder. Doch leider ist das nicht immer so einfach. Denn oft geht die Hornhaut nicht nur kaputt, sondern es wachsen auch Gefäße, also kleine Adern, in die Hornhaut ein. In der gesunden Hornhaut gibt es die nicht. Und das ist ein Problem. Denn wenn diese Gefäße da sind, dann wird das Transplantat vom Immunsystem des Patienten oder der Patientin abgestoßen. Gefäße sind also für die schlechte Prognose von Hornhauttransplantaten verantwortlich. Wenn Forscher durch ein Medikament das Einwachsen von Gefäßen verhindert, dann wird die Akzeptanz gegenüber des Transplantats verbessert. Problem gelöst? Leider nein. Denn selbst wenn Gefäße da sind, kann durch die Gabe des Medikamentes die Einnahme des Transplantats verbessert werden. Wie das sein kann? Und da setzt meine Doktorarbeit an. Denn ich gucke mir an, ob dieses Medikament nicht nur Gefäße, sondern auch das Immunsystem beeinflusst und somit zur Verbesserung von Hornhauttransplantationen führt. Dazu gucke ich mir mit Medikament behandelte gegen unbehandelte Mäuse an und vergleiche deren Immunsystem. Ich nutze dazu das Mausmodell für Hornhauttransplantation, denn leider kann man diese Experimente noch nicht komplett in der Petrischale machen, denn ich brauche einen funktionierenden Organismus, damit ich das Immunsystem als Ganzes betrachten kann. Auch Tests an Menschen sind eher problematisch, denn um eine Annahme des Transplantats zu garantieren, müssten wir über einen sehr langen Zeitraum behandeln. Und das birgt die Gefahr von Nebenwirkungen. Der Mausversuch ist aber zeitlich begrenzt und somit treten die Nebenwirkungen nicht auf. Das Ziel auf lange Sicht ist es aber, den Wirkungsmechanismus des Medikaments so gut zu verstehen, dass wir es verbessern können und dann ein Medikament haben, das spezifisch, effizient und ohne Nebenwirkungen beim Menschen wirkt. Wenn ein Transplantat von Zellen des Immunsystems entdeckt wird, hissen diese Zellen eine Achtung-Attacke-Botschaft. Die muss jetzt zur Kommandozentrale gebracht werden, um eine Attacke-Mission zu starten. Die Gefäße funktionieren dabei als Transportmittel. Und das verhindert das Medikament mit zwei sich ergänzenden Mechanismen. Erstens, es blockiert die Gefäße, legt also das Transportmittel lahm. Wenn keine Gefäße da sind, müssen die Zellen quasi zu Fuß laufen. Das dauert lange und ist super anstrengend für sie, weswegen sie ihre Attacke-Botschaft vor lauter Erschöpfung verlieren. Gleichzeitig funktioniert das Medikament auch als eine Art Dieb und klaut die Achtung-Attacke-Botschaft den Zellen. Beides führt zum Endresultat. Attacke-Signale kommen nicht in der Kommandozentrale an, das Transplantat wird also nicht angegriffen. Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt, denn so verstehen wir den Mechanismus hinter dem Medikament ein bisschen besser. Und damit macht meine Doktorarbeit den Weg frei für die Entwicklung von besseren Medikamenten, die eine Abstoßung von Hormhontransplantaten verhindern.